ich bin hier in Medjugorje und bin im Restaurant Colombo und bin mit, wie heißen Sie? Siska Kok. Woher kommen Sie? Ich komme van Holland. Von Holland. Van Wie- Ja? Doetinchem. Nabij Arnhem. Wow, schön. Und Ja. wie oft waren Sie in Medjugorje insgesamt? Wie viel Male? Ja? Ich bin 50 Jahre hier Aha. und 25 Jahre. Dus in Mai und in Oktober. Also Sie kommen zweimal im Jahr? normal? Zweimal in einem Jahr, ja. Also 50 Mal, wie Sie sagen. Ja, 25 jetzt- Jahre, 50 Mal. Ja, Wow. Und wann haben Sie das erste Mal von Medjugorje gehört? Und was haben Sie gedacht, als Sie davon gehört haben? ich habe noch niemals was gehört. Da war eine Freundin die sagt, ich gehe nach Medjugorje, wollen Sie mit? Aha. Ich sage, Medjugorje, ich habe noch niemals gehört. Aber wir sagen, mein Mann und ich sagen, oh, das ist vielleicht ein schönes Urlaub. Dus wir kommen hier und sie hat gesagt, nehmen Sie Kleider mit. Hier ist viele Arme. Die haben nicht so viel Geld. Wir haben Kleider mitgenommen für Kinder. Und wir kommen hier und ich sage, wo muss ich das hinbringen? Die Frau sagt, ja, weiß ich auch nicht. Ich sage, das weiß ich auch nicht. Was mussten wir damit? Ja, du musst mal sehen. Und wir gehen laufen in die Dorf und sagen Kinder bei die Tür. Und wir sagen, oh, wir bringen da die Kleider. Und sind gleich weggegangen. Aber das fanden wir nicht so schön. Wir sind abends zurückgegangen und gesprochen und gesagt von, ja, wir haben hier Kleider gebracht für die Kinder. Oh, schön, oh, herrlich, fanden Sie das gut oder nicht? Ja, sehr schön. Und das sind jetzt 25 Jahre Freunde. Freunde, wow. Ja, Und die übernachten bei Ihnen? ja. Wow, ist Ja. das eine schöne Geschichte. Wir haben einmal in ein Hotel geschlafen, wenn wir kommen. Ja. Und sie haben gehört. Und sie kommen und sie waren sehr, sehr böse. Oder traurig, Was machst du hier? Du musst bei mir kommen. Aha. Und gleich sind wir da gekommen, ja. Wunderschön. Ja, ist sehr wunderschön, Und ja. was sind Ihre Erfahrungen in Medjugorje? Warum kommen Sie immer wieder hierher? Wenn ich auf die Bergen gehe, ich fühle die Liebe von Maria. Die Liebe, die wir in die Welt nicht haben. Auch jetzt. Da ist so wenig Liebe. Und wenn ich die Berge aufgehe, Beide mein- Berge, also den ja, Verscheinungsberg und Verscheinungsberg. Den Erscheinungsberg, ja. Verscheinungsberg. Ja. Und dann geht mein Hart warm, sehr warm. Oh, ich ben emotioneel davon. Das ist so ein schönes Gefühl. Ich kann nicht sagen, was das ist. Und ich habe noch was mitgemacht mit meiner Tochter. Kann ich das sagen? Natürlich. Wir gehen meine Tochter war mitgegangen, 18 Jahre. Und wir zwei sind nach oben gegangen. Da war eine Verscheinung. Und da waren 10.000 Leute. Und wir bleiben so halb der Berge. Und meine Tochter, Maria war da. Und meine Tochter schreien. Viele. Und ich dachte, oh, was passiert meiner Tochter? Was ist da? Und ich habe nichts gesagt. Ich war, ja, in die Luft so bei Maria. Im Herzen. Und wir gehen wir warten, alle Leute gehen weg. Und alle schnell weg. Und wir haben gesagt, wir bleiben hier. Wir mussten das erst in Herz bringen. Und wir gehen später nach unten. Und ich sage, Danielle, was ist passiert? Was ist das? Was haben Sie? Was fühlst du? Ja, Was ist passiert? Ja? sie sagt, ich habe noch niemals so viel Liebe in Herz gefühlt. Ein Geschenk. Das war auch auf dem Erscheinungsberg? Ungefähr, ja. Oh, das Wie ist bei doch, Ihnen, ne? ja, ja, das ist doch schön. Ich kann meinen Kindern Geld geben, aber das kann ich nicht geben. Dann muss ich sie von Maria haben. Unglaublich schön. Ja, das war so schön. Immer wenn ich das an denke, oh, dann emotionell. Ja. Ja, Sie berühren mich gerade Ja. auch sehr hoch. Und es gibt viele Leute, die glauben nicht an Gott mehr. Was ist die Schönheit von Gott, dem Vater? Können Sie das beschreiben für Leute? Ja, ich bin 69 Jahre und ich habe viel mitgemacht in meinem Leben.
wenn ich Gott nicht habe gehabt, war ich vielleicht nicht mehr gewesen. Dann hat sie gesagt, ist gut. Aber wenn ich Gott anrufe, ich fühle Gott, Herr. Oh, nehme mir mit. Und in mein Herz höre ich, es kommt gut. Guck nach mir. Bleibe bei mir. Und guck mir an. Und das ist so gute Medizin. Ja. Fürs Herz, für die Seele. Ich soll sagen, ich habe viel mitgemacht von Gott auch. Ich habe vor 10 Jahren zurück einen schweren Unfall gehabt. Und ich habe in meinem Kopf ist nicht gut. Du kannst nicht sehen, aber es ist nicht gut. Und den ersten 5 Jahren war ich sehr, sehr krank. Ich wusste nicht mehr, wie mein Mann war. Ich wusste nicht, wie meine Kinder, den Namen wusste ich nicht. Und das ist nicht gut. Und ich bin bei einer Gebetsgruppe. Und jede Woche kwamen die Gebetsgruppe, vor mir beten. Und 5 Jahre später, wir waren zusammen bei dem Arzt. Und der Arzt sagt, ich guck mal, was Sie für Tabletten haben. Und ich sage, ich habe keine Tabletten. Also keine Tabletten. Du warst sehr krank. Ich sage, ja. Aber die Leute von der Gebetsgruppe kwamen jede Woche. Und er war eine Frau, die kwam jeden Tag. Ich sage, die haben für mich gebeten. Ach ja. Ich sage, was ach ja? Guck mal naar die Medizin. Das war meine Medizin. Und das war so schön. Ja, ich habe viele Male an Leute gesagt, wenn sie nicht mehr das Leben so gut erfahren, guck nach Gott. Rufe Maria. Sie ist da für ihn. Ja. Wunderschön. Ja. Wow. Und Sie gehen bestimmt auch beichten, ne? Und Ja. Sie sagen, viele Leute haben Angst, gerade in Deutschland vielleicht zur Beichte zu gehen. Ja. Was denkt der Priester von mir? Was ist die Schönheit von der Beichte? De Schönheit von der Beichte ist, dass sie können sprechen mit einem Priester. Das ist für die Priester und ihn. Und du weißt, der Priester bringt das zu Gott. Und dein Herz wird schön gemacht. Das ist so schön. Du kannst nicht, wenn du das sagst, sagen Leute, ach. Aber du musst erfahren, du musst gehen und dann sagen ja oder nein. Aber es ist so schön. Es ist nicht wie früher. Es ist ein Beichtgespräch. Het is spreken, doe die priester. Ja. Er gibt mir keine Klappe auf. Nee, spricht. Ja, das ist so schön. Das ist auch in dieser Zeit, viele Leute gehen naar Psycholoog. Ich glaube, wenn die Leute gehen beichten, 50% minder nach die Psycholoog. Ich glaube sehr. Und Sie beten den Rosenkranz? Ja. Warum? Warum? Meine Mutter, ich komme uit een Großgezin, meine Mutter bete immer die Rosenkranzen. Und wir mussten das immer mitbeten. Und sie war sehr krank, immer. Und sie hat gesagt, wenn du die Rosenkranz beten, kannst du alles an. Alles. Wenn was passiert, Maria ist immer da. Ich habe, wenn ich jonger war, mehr mit Maria dan mit Jesus. Das kommt später. Sie führt zu Jesus, ne? Ja, Zu ihrem Maria war wirklich meine Mutter. Das kann ich nicht sagen, wie das war als Kind. Maar Maria en mijn moeder zingen jedes Tag Maria, Maria, alle Lieder von Maria. Ja. Und Sie lachen, ich sehe Sie strahlen. Ja. Wunderschön. Und zum Abschluss, was würden Sie Leuten sagen? Warum sollen die mal nach Medjugorje kommen? Was ist so speziell? Speciaal, du musst kommen und fühlen, vor sie gehen, fühlen, wie sie sich fühlen. Und wenn sie zurückkommen, dann musst sie fühlen, was ist in mir passiert. Alle Leute erfahren das anders. Aber ich weiß, wenn sie zurückkommen,
dann bist du ein anderer Mensch. Ein glücklicher Mensch. Danke sehr für dieses schöne Interview. Danke.